Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Engage. Wir sind hier in der Dämonenwelt, dem Story-DLC, das für euch gestern rausgekommen ist. Für mich ist aber noch derselbe Tag und wir stürzen uns gleich ins nächste Kapitel. Ich bin nämlich gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Es geht in den grünen Garten. Na, hoffentlich ist er auch so grün, wie alle sagen, dass er es ist. Dämonenwelt 2, Saat der Unruhe. On a battlefield far from all you know, how will you prove your bravery? In the savage garden of blood and steel, who will meet their end? Cast the 4 thrones to fire. Lay 7 flames in the cradle. But there is one who knows the truth. In this world, there is no future. My lonely heart does not beat here. Here we are, Divine One. Welcome to the Kingdom of Firene. It may not be my place to say that, as a visitor here myself, but I felt someone ought to. It's strange. Just like Lethos Castle, this place feels familiar, but not. If we are finished discussing the scenery, allow me to remind you of the task that lies before us. We are to go to Firene Castle and acquire the bracelet of the brash general. And time is of the essence. We must collect all 7 bracelets before our enemy does. I hope the royal family is willing to hand theirs over. But I do have my doubts. You know how ill-tempered the Firenes can be. What? The people I know from Firene are good-natured and peaceful. Is that so? In this world, they are vengeful and quick to violence. The royal family most of all. That made them useful allies in wartime, despite their disdain for fell dragons. But ever since the divine dragon's death, they have completely avoided visiting us in Lethos. And who is the ruler here? Queen Ev? No. She died at the start of the last war, and her throne remained empty until after the war ended, when King Alfred took her place. But as Nils said, he subsequently cut ties with us. We were forced to take precautions. So we asked a trusted friend to be our eyes and ears in Firene. She is due to meet us here shortly. Lady Nell, Lord Nell, hello, hello. Celestia, we were just talking about you. Huh? I've been eagerly awaiting your arrival. You must be so tired after that long trek. A trifle compared to your intelligence work here, I am sure. Na, wenn das mal nicht ein bekanntes Gesicht That was ist. nothing, Lady Nell. But who's this you brought with you? Oh, how is it you remind me so much of the Divine Dragon? Actually... Glorious day! Divine One, you've been reborn! I knew you could never leave us. Not permanently, anyway. It's so obvious. How could I ever believe Sombron bested the Divine Dragon Monarch? Celestia, as much as I hate to let you down, this is not who you think it is. Sorry for the confusion. I'm actually the Divine Dragon of another world. What? We should have let you know sooner. This is not the old friend you and I knew. Rather, this is the savior whom Nil and I summoned with an ancient ritual. This divine dragon arrived in the castle sanctuary after your departure to Firene. I see. Of course. What was I thinking? I was there when we buried the Divine Dragon. I held that lifeless hand in mine as we said our goodbyes. I know this is difficult, Celestia. Forgive me. I shouldn't have gotten so emotional. That loss was just as difficult for the 2 of you. Divine One, my name is Celestia. I am a mage dragon of some small renown.
I always considered both you and Queen Lumera of this world to be my family. It's an honor to make your acquaintance. No, please. Let's skip past acquaintances and just be friends. How funny! That's just what the Divine Dragon I knew would have said. Say, is there someone like me living in your world too? Well... Silly of me to ask. Of course she's there, and no doubt a great help in your fight against Sombron. Ich wünschte, dass das Story-DLC hier wirklich am Ende des Spiels spielen würde und nicht so, dass man es jederzeit spielen kann, weil hier so viele Story-Beats drin sind, die halt entweder schon aufgelöst sind, so halt, wir sind mit Sephie jetzt ja wesentlich besser befreundet als vorher, wenn man das Freundschaft nennen kann. Und diese ganze Emblem-Geschichte hatten wir ja auch schon. What news of Firene Castle, Celestia? You were stationed there for some time. Indeed, I was. Firene is making plans to invade its northern neighbor. Brodia. The idea was Princess Céline's. It's technically still waiting for King Alfred's approval. Naja, da müsste Brodia ja total from friedlich mustering sein. a force of elite knights. We can no longer stand by and simply watch how this unfolds. Agreed. We must go to the castle and head off this war before it begins. Another thing. Firene's emblem has been altered somehow since the last time I saw it. We'll need to be careful. Yes. Now, let us proceed to the castle and reclaim the bracelet of the brash general. I only hope Alfred and Céline are willing to talk with us. Na, das kann ja was werden. Still, Alfred? Still undecided about whether to invade? Don't rush me, Céline. This is a big decision. I need time to think it over. No, you need to take action. It's not that easy. Brodia was our ally. If we pick a fight with them, there's no going back. Since Mother and our retainers died in the last war, it falls to us to defend our people. Don't you know they are suffering? With the Divine Dragon gone, the world is falling to ruin. Our crops and flowers are losing their color. Soon the farms will go barren. The only possible remedy is to expand our territory and supplement our resources, now. I know. As a mining economy, Brodia can spare the resources we need. So an invasion could really help us out with wealth and minerals. It's a decent plan, but there's a big hole in it. The strength of Brodia's military. Which is precisely why I assembled an order of knights to defeat them. Or is it their emblem you worry about? That silly princess is no match for the brash general. Nothing's certain. No matter how good our odds look, we could still lose everyone. Or don't you remember? Our retainers so sure they'd come out on top, all falling like petals. That was the same day our strongest ally, the Divine Dragon, left us forever. You have changed, Alfred. You used to be afraid of nothing and no one. When the Divine Dragon was lost, so too was your spine. I will handle it then. Meaning what? Meaning I will head to Brodia on my own, without your permission. With no knights? Are you trying to get killed? Facing either death by the sword, or a broken heart as our people die, I choose the former. Should I perish, perhaps a real hero will emerge and lead our people. I'm content with that. As for the Brodians, if they must suffer in order for our people to live, so be it. After all, one country's loss is another's gain. I just can't get through to you, can I? It's not your fault you were cursed with a stubborn fool for a sister. However, if you want her to have any hope of survival, you must make a choice. What will it be, Your Majesty? You win. You're the only family I have left. If you're set on this, I'll at least give you a fighting chance. Consider the invasion approved. Thank you, Alfred. Let's go. I'll give your knights official notice to prepare for battle. Wait. Please. Who goes there? King Alfred? Princess Céline?
It has been quite some time. Pardon the interruption, but we are here to discuss an urgent matter. Well, if it isn't Nell, and Nil. You know, I could have you executed for barging in here uninvited. True. Simply return the bracelet of the brash general to us and we will leave you alone. Oh, please. If we turned it over, the balance of power between nations would fall apart. So you intend to continue to wield it as a weapon against your peers. It is precisely because they do the same that you now stand upon the brink of war. I do not think the Divine Dragon would find this behavior acceptable. Oh, you presume to speak on behalf of the Divine Dragon? Curious, considering your father was the one who denied us Divine Counsel forever. How dare you! We had nothing to do with that! How many times must we tell you that we are not Sombron? Control yourself, Nil. Of course. I'm sorry. Rest assured that we are making the same journey to each of the other bracelet holders. We are reclaiming all of them. With that in mind, there is no need for you to keep Firenes any longer. How do we know this isn't a trick to weaken us and strengthen our enemies? Show us proof you took the other country's bracelets, and then we'll talk. Firene is our first destination. We have not reclaimed the other bracelets yet. Then there is nothing more to discuss. We march to Brodia. The bracelet's power is indispensable to our invasion efforts. We will not simply hand it over. Still, you refuse to comply. In that case, you have left us with no choice. If it's a battle you want, we will be only too happy to oblige. Wo hat sie das Buch her? Das hatte sie eben noch nicht. Please stop. I don't want to fight the two of you. Divine One? No. No, of course not. How come you feel like the Divine Dragon? You told us our friend was dead, you wretches! Were you lying to us? No, I'm from another world. What? No. There's only one explanation. This must be one of the corrupted. The Fell Dragons used their vile magic to make this twisted Mir puppet ist nie of our aufgefallen, dass fallen Alfred und friend. Céline das gleiche That's Muster in der not Kleidung true. haben. Listen to me. We don't listen to imposters. I can't believe you Fellspawn did something so sick just to steal our bracelet. No doubt the tears you shed over the Divine Dragon's death were a trick as well. I thought as former allies, we could resolve this peacefully. Your deceit changes things. No. Knights, get ready for battle. See to it that Sombron's children are finally put down. We'll bring their severed heads to Brodia as a symbol of our might. Yes, there is the brother I know. The fearsome man they called the Prince of Strewn Flowers. Now, as you did in the war, cast our foes to the ground like so many mangled roses. If your spirit is trapped in there, Divine One, I'll set you free. Alfred, no. It seems conflict is unavoidable. I knew this would happen, but it's just as well. Their disrespect for Lady Nell and Lord Nil cannot go unanswered. Prepare yourself, Divine One. These may be familiar faces, but they will show you no mercy. Dann werden wir ihnen auch keine Gnade zeigen. So einfach ist das. Wenn es doch so wäre. Wenn es doch nur so einfach wäre. Da hat sich der Verbindungsaufbau diesmal aber ganz schön Zeit gelassen. Mal sehen, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Bogenschützen. Und einen Kampfmönch. Toll. Oh, ich sehe schon, hier werden wir unseren Spaß haben. Was hat denn der dabei? Junge. Noch mehr Tränke hat er wohl nicht bekommen, wa? Hier ist ja noch so einer. Junge, Junge, Junge. Die sehen ja alle so aus. Oh, hier ist eine Truhe. Naja, die hat immerhin noch einen Elfendonner. Warum hat die einen Elfendonner dabei? Die ist damit nicht kompatibel.
Das wird sie doch wohl nicht etwa an Céline überreichen. Ja, das wäre ja doof. Wobei sie hat selbst einen Elfendonner. Was will sie damit? Naja, es ist halt Céline. Anfällig für Waffen, die effektiv gegen Verzerrte sind. Aha. Ist ja interessant. Na, warum ist sie denn anfällig für Verzerrte? Ah. Also, die Kombo kommt uns doch irgendwo bekannt vor. Das ist fast genau dasselbe Setup, was wir spielen. Nur, dass wir noch eine Landkugel dabei haben. Und halt Combo. Ja gut, dann werden wir wohl Felsen mit Felsen bekämpfen, wie man so schön sagt. Immerhin können wir ein paar Einheiten mehr mitnehmen. Dich lassen wir zu Hause. Wir nehmen Ivy stattdessen mit. Wir müssen ihr nur Soren wiedergeben. Ich glaube, Ivy ist dafür besser geeignet. Dann lassen wir Anna zu Hause, nehmen Hortensia mit dabei. Dann haben wir noch einen Healer. So, Ivy, wo ist dein Thorn? Ach ja, das ist ja kapitelbedingt, nicht wahr? Genau. Aber wir können dir immerhin einen Elfendonner geben. Und sie müssen euch eure Embleme wiedergeben. Oh, wir haben auch Celestia dabei. Gucken wir uns gleich an. Wir machen erstmal die Embleme hier, bevor ich das vergesse. Du nimmst Tiki wieder mit. Tiki. Let's go! Und du schnappst dir Soren wieder. Ich glaube, ihr seid dafür besser geeignet. Soren! Understood. So, dann haben wir hier Celestia. Naja, sie ist halt wie Sephie, nur gelb. Hat sogar dieselbe Klasse. Sie ist eine Melusine. Naja, nicht ganz. Sie ist eine Melusine. War Sephie auch eine Melusine? Naja, solange sie keine Clementine ist. Sie hat als Fähigkeit gütige Gabe. Wenn die Einheit einen Gegner besiegt, gewährt sie Verbündeten im Umkreis von 2 Feldern Treffer plus 20 für einen Zug. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wow. Aber sie hat immerhin einen Elfendonner. Das könnte ganz lustig werden. So, wir müssen Embleme noch verteilen. Wir haben hier noch welche übrig. Ja, Veronica. Veronica! I'll help. So, ich meine halt, er kann halt entweder mit Veronica Leuten einen Zusatzzug gewähren oder halt noch einen Charakter beschwören. Oder wir geben ihm Corin. Das könnte auch ganz gut sein. So halt, mit Corin kann er halt die Drachenadern benutzen. Und dadurch, dass er ein Drache ist, kann er jede benutzen. I'll protect you. So, dann geben wir dir nämlich Veronica mit. Veronica! You're sure? Und du, liebe Neil. Dir geben wir was anderes. Die Frage ist nur was. Ha. Wir geben dir Corin. Oder Corin ist schon besetzt. Wir können dir aber Camilla geben. Camilla. Isn't this nice? Halt. Hier haben wir auch die Drachenader. So, wir sind wieder in unserer... Ist halt irgendwie doof, dass wir unsere Klassen nicht wechseln können. Oder können wir das von hier? Nö, wir können aber die Fähigkeiten ändern. Hatte ich dir nicht eine... Ach so, ja, hast du ja wegen deiner... Dingsens. Ne, dir. Respektable Lehrkraft. Ich dachte gerade so, wir hätten ihr mal irgendwann einen Skill vererbt, mit dem sie mehr EP kriegt, aber es war Sidal. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, liebe Neil, nimm du mal Lynn mit. Lynn. Let's go! Hat sie plus 5 Reichweite, ist doch nicht schlecht. Und sie macht einen zusätzlichen Doppelgänger. Let's go. Saying goodbye is always painful. I hope you die without suffering. So.
Ready and able. Dann stürzen wir uns mal ins Gefängnis, wollte ich gerade sagen. Emblem, engage. Ins Gedränge. So, einmal kurz vom Blitz getroffen werden, ist doch auch ganz nett. Tell me where. Das sind alles Fernkämpfer bzw. Lanzen, ne? Wir können nur Schwerter benutzen. Tja, Tiki, du bist dran. Stand down or perish. Naja, wir haben jetzt keine 80 KP mehr. Wir haben jetzt nur noch 57. Ist trotzdem eine Menge. Let's go. I feel my courage growing. Du kannst dich auch dahin stellen. Tja, du kannst dich nicht mehr bewegen. Genau, das war's. Oh, du kannst den mal kurz besiegen. Mediocre. So, Okay. Let us begin. dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen vorrücken. Emblem, engage. So, wer möchte, wer hat noch nicht. Könnten den da auseinandernehmen. Der schafft's da nicht. Bald. Der hat halt seinen 7 über. Nehmen wir uns den vor, sind wir den Magier schon mal los. As if I'd lose. Wie sagen immer so schön. Nur ein toter gegnerischer Magier ist ein guter gegnerischer Magier. What do you need? Mal sehen, was haben wir denn hier? Steinader. Lässt Säulen entstehen, die den Verteidigungsresistenzwert erhöhen. Dann haben wir hier Wasser, die den Ausweichwert verringern. Wir haben Nebel. Wir haben die Krankenader, die Bruch immunisieren. Wir haben die Beistandader, die halt KP. Wir können die Flammen machen und wir haben die Eisader. Wir machen mal die Nebelader. Wir müssen einen Schritt näher rangehen. So. Gut, wir sind hier stehen For geblieben. you, anything. Stell dich einfach dahin und mach dein Ding. So halt. Was sollen sie tun? I can fight. Support units! Time to fortify the troops with your supplies. We advance. Na, dafür waren die Tränke da. Na gut, es sind nur Fähigkeitstränke, also das werden wir überstehen. This will hurt. Da leider hat er eine ziemlich hohe Verteidigung. Kann sich Ivy gleich drum kümmern. Oder Ivy kümmert sich um den Soldaten mit dem Bogen hier. Ein Purgativ. Tja, an dem kommen wir auch nicht so einfach vorbei. Ne, das überlebt er. Was? My muscles are yours. Mal gucken, ob wir mit den Runenschwert mehr Schaden machen. Na, das reicht doch. We'll have to fight our way through. So, dann stellen wir uns dahin. Ja, wir können theoretisch auch ins Bündnis gehen. Lend me your strength. Wir haben ja sonst kein anderes Hobby. Und wir könnten auch Bündnis Plus gehen, ne? Ne, können wir nicht. So. Tja, Mercurius ist hier leider ziemlich schlecht.
Mercurius gibt doppelte EP. Sache ist, naja, so halt, es gibt hier generell keine EP. Und das Doppelte von 0 ist leider immer noch 0. My prayers are with you. This is it! Not afford to lose. So. Sie wollte sich um den da kümmern. Hat sie gesagt, will sie machen. Oh, wait a minute, ich habe gar nicht auf die Trefferquote geguckt. Mein Fehler. Das korrigieren wir mal kurz. Steht hier aus dem Ausweichfeld? Oh ja, kriegt plus 30 Ausweichen. Na, da werden wir uns aber noch überlegen müssen. No apologies. So, können wir den Nahkampf fertig machen? Nur, wenn wir sehr genau treffen. Okay, das können wir auch von woanders aus ansetzen. Geht das von hier? Ja, das reicht. So, damit hätten wir das schon mal negiert. Jetzt können wir den mit dem Gewitter kaputt machen. Oh, ich will keinen Held beschwören. Mal gucken, ob das trifft. Ich meine, das ist so 62, das ist gar nicht so viel. Sehr schön. Ich meine, das ist schon mal wesentlich besser als 3. Oder 2 war es, glaube ich. So, und dann Drachenfluch. Sieht das jetzt auch besser aus? It's a terrible state of affairs. So, der geht uns nicht mehr auf die Nerven. Nothing short of Ich victory. wollte gerade sagen, entweder kann er den jetzt umkritten oder bleibt mit einem KP stehen, dann kann sich I'm Schnell not drum alone kümmern. anymore. So, er ist immer noch mit seinen ganzen Tränken hier am Gange. Geben wir der KI mal was zu tun. Unacceptable. Jetzt haben wir die KI immerhin von dem Feld runter. Au. Ja, gegen den werden wir gleich den Rapier zücken müssen. Our foes are strong. Tja, der hier hat doch wieder die Ausweichkraft des Todes, ne? Ja. Tja, und diesmal haben wir leider nichts da, um seine Ausweichkraft zu... Den mal kurz treffen. Falls wir ihn treffen, heißt das. Dann ist die Protektion bei da wenigstens schon mal Geschichte. Mediocre. So. Tja, 15 ist leider immer noch nicht viel. Wir hatten halt, hier haben wir das Glück, dass wir das mit der Drachenader negieren konnten. Das haben wir jetzt hier nicht so.
Mal sehen. Er kann ja immer nur von 2 Feldern aus angreifen. Das heißt, wenn wir uns halt direkt hier vor den stellen, muss er halt vom Feld runtergehen. Ich bezweifle, dass wir jetzt treffen. Oh, wow. Mal gucken, ob Alfred jetzt trifft. Ich meine, wir haben gerade bei 32 getroffen. War mir irgendwie klar. Können wir gleich zurückspulen und den anderen angreifen. So. Dann sind wir den schon mal los. You didn't stand a chance. So, was gibt's hier noch so Schönes? Um den da sollten wir uns kümmern. Ah, das ist der doppelte Buschis da. Ah, die haben auch alle wieder so einen hohen Ausweichwert, ne? Ja, so stehen die genau nicht da drin. So. Ja, das sieht doch schon besser aus. Kümmern wir uns um den, bevor der noch irgendwie weiter die Leute bufft. Du kannst dich ruhig hier hinstellen. Und da können wir gleich zumachen. I'm unbeatable. So, halt hier kann nur einer von denen kann hier auf Nil gehen. Mit einem wird er ja wohl klarkommen. Oh, beziehungsweise das ist nur der hier. Der kann nicht doppeln, weil er zu langsam ist. Ja, der überlebt das leider. Den können wir, glaube ich, mit keiner Waffe besiegen, ne? Es ist recht unwahrscheinlich, dass er trifft. May I? Stubborn. Der hat gerade mit 17 getroffen. Wow. Na, jetzt ist er wenigstens von dem Feld runter. Na, trifft er mit 28? Das wäre es jetzt ja gewesen. Oh shit, ich habe den Dieb da vergessen. Kommst du da ran? Sieht nicht so aus. Na, der ist ja auch gleich raus, ne? Ich weiß nicht, wo sein Fluchtpunkt ist. I will be fine. Naja, kriegst du hin, kriegst du hin. Kann Hortensia den mal kurz rösten? Check mal da hin. Bei Hortensia brauchen wir gleich eigentlich. Können wir nicht At the entfernen. ready. Wir sie eigentlich zum Tanzen benutzen. Wir müssen sie einsetzen.
Oh, warte, dann sollten wir auch kurz auf den Donner umspringen. Ich war mir irgendwie sicher, dass es killt. So, das mit dem Donner überlebte das auch, wie schön. Können wir den auch da stehen lassen. So, von hier kommst du da immer noch nicht ran. Dann kannst du den auch eigentlich gleich killen. I'm here. It's a terrible state of affairs. So. Tja, das würdest du leider nicht überleben, wenn er trifft. Da muss sich jemand drum kümmern. Au. I'm getting sleepy. Na bitte nicht, wir brauchen dich noch. So. Schade, dass du kein Eisfeld hast. Das hat Camilla, ne? Nein, du bist hier eh mit deinem Dingsens vorbei. Dann kannst du dich auch eigentlich heilen. I will remember this. Stell dich mal auf das Feld, dann kannst du dich ein bisschen heilen. Speak, Divine One. Und du stellst dich in die Ecke und versuchst nicht zu sterben. Wie wär's damit? So, jetzt steht der nicht mehr auf einem Ausweichfeld. Dann ist das auch nicht so das Problem. So, jetzt sollten wir uns erstmal um die hier kümmern. Oh, mal sehen, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, der Speer ist da. Oder effektiver. Bestimmt jetzt hier hin. Das gibt uns jetzt nicht irgendwie noch Boni, ne? Da müssen wir einfach so stehen bleiben. Also wir dürfen nicht in die Reichweite von beiden Magiern kommen. Bald zusammen machen zu viel Schaden, aber einer geht. Der hier hat Elfendonner. Was stelle ich mal da hin? Die müssen wir gleich anders aus Korn nehmen. Ach, da unten rennt er hin. Aber Ivys Verbindung ist auch vorbei, ne? Na, sie hat noch genau einen Zug hat sie noch. Aber meint, das war der eine Zug. Na, dann kann sie sich so an der Front ein bisschen betätigen. Je mehr sie kämpft, desto eher ist es wieder voll. Unforgivable. Ich meine, bei Diamant ist jetzt auch durch. I am stronger now. Na, du bist vor allem wieder Full Life. Jetzt mal wieder da hochfliegen. Was steht da an? Na, das ist gleich mal geheilt. Ja, wie gesagt, diese Magier sind halt eine echte Gefahr für Alfred. Machen wir mal weg, bevor er irgendwelchen Schaden anrichtet. We'll have to fight our way through.
So. Nee, er macht weniger Schaden, als ich dachte. Aber es sind so viele von denen. You didn't stand a chance. So, jetzt ist ja immer noch ein Magier. Also halt insgesamt noch 2. I've got this. So, die müssen halt weg. Vehement sei das. This time, victory was mine. So, und der kann jetzt erstmal schwer in die Fresse kriegen. Aber es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn wir uns hier hinstellen. Dann profitieren wir noch vom Support. So. You were a good fight. Junge, Junge, Junge. Wir sind gar nicht so weit vorangekommen. Naja gut, beim nächsten Mal werden wir dann hier wahrscheinlich durchkommen. So viel ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Oh, ist noch eine Truhe. Die hätte ich gerne. Aber um die kümmern wir uns beim nächsten Mal, denn wir machen an dieser Stelle eine kleine Folgenpause. Wie gesagt, wenn ihr mögt, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.